Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch dieses Sommeroberteil oder Sommertop. Das habe ich in der Größe XSS gehäkelt. Dafür verwende ich von der Firma Arellana Cotton Soft Wolle. 45% besteht aus Baumwolle und Lauflinie 50 Gramm, 150 Meter. Ich habe für die Größe S ca. 100 Gramm Wolle gebraucht und ich verwende dazu Haken Nummer 4. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. So, wir beginnen mit 4 Luftmaschen. Ich gehe mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Dann häkle ich weitere 3 Luftmaschen. So, jetzt steche ich in die erste Luftmasche ein und häkle das erste Stäbchen. Also Umschlag, in die erste Luftmasche einstechen, Faden holen, ein Stäbchen häkeln. So, den Faden kann man jetzt ein bisschen zusammenziehen. So, jetzt häkle ich 17 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Maschen plus 18, 16. Eine Masche ist in der Mitte. Und jetzt häkle ich weitere 8 Maschen. In die Mitte stechen wir dann ein und häkeln das Muster. Deswegen haben wir 8 Maschen, dann eine in der Mitte und nochmal 8 Maschen. So, jetzt häkle ich 4 Luftmaschen nochmal. 1, 2, 3, 4. Und in die erste von diesen 4 Luftmaschen häkle ich ein Stäbchen, also Umschlag. In die 4. Luftmasche einstechen, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. So was entsteht bei uns. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. So, jetzt häkle ich in dieses Querstäbchen Büschelmaschen. Also ein Umschlag, hier in das Stäbchen einstechen, Faden holen, lang ziehen. Also das ist schon, glaube ich, etwas mehr als 1 cm. Nochmal ein Umschlag, Faden holen, lang ziehen. 2-mal, 3-mal, 4, 5 und 6. 6-mal haben wir wiederholt. Und jetzt ziehe ich durch alle Schlingen den Faden durch. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und das Ganze wiederholen wir. In den gleichen Bogen steche ich ein, Umschlag, einstechen, Faden holen, lang ziehen. Das erste Mal Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Das zweite Mal und das wiederholen wir insgesamt 6 Mal. 3, 4, 5, 6. Jetzt durch alle Schlingen durch. So. Jetzt häkle ich 6 Luftmaschen. Die erste Luftmasche schön zusammenziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Also insgesamt 6. So, jetzt zähle ich hier 8 Luftmaschen, das ist genau dann die Mitte. In die 9. Luftmasche ist es dann, also 8 Luftmaschen, in die 9. stechen wir ein und häkeln da 10 Stäbchen. Also in die Luftmasche einstechen,
das erste Stäbchen häkeln. Das zweite und dann weitere 8 Stäbchen häkeln. Zehn Stäbchen haben wir gehäkelt. Jetzt häkle ich 6 Luftmaschen. So, und jetzt sind wir hier bei diesem Teil und dann häkeln wir genau das gleiche, was wir schon hier gehäkelt haben. Das sind diese Büschelmaschen, also Umschlag, hier, wo das Stäbchen ist, einstechen, Faden holen, lang ziehen. Das erste Mal, das zweite Mal, das dritte, das vierte, das fünfte und das sechste. Jetzt durch alle Schlingen durchziehen. So, und 3 Luftmaschen, die erste schön zusammenziehen. So, und das gleiche wiederholen wir hier noch einmal. Also 6 Mal Umschlagfaden holen, das erste Mal, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und das sechste Mal. Durch alle Schlingen durch. So, eine Luftmasche, schön alles zusammenziehen. Und jetzt häkle ich hier noch einmal ein Stäbchen und ein Stäbchen häkeln. Und so schaut das Ganze aus. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen, wende das Ganze und hier in die Mitte wiederholen wir wieder das gleiche mit Büschelmaschen. Also Umschlag, Faden holen einmal, das zweite, das dritte, 4, 5 und 6 Mal. Durch alle Schlingen durch. 1, 2. Also die erste mit der ersten Luftmasche zugezogen und dann noch 2 Luftmaschen. Und jetzt die zweite Büschelmasche. Das erste Mal, das zweite, das dritte, 4, 5 und 6. So, mit einer Luftmasche schön zusammenziehen. So, jetzt häkle ich also insgesamt 5 Luftmaschen. Eine haben wir schon. 2, 3, 4, 5. So, jetzt sind wir hier in der Mitte und da häkle ich jetzt in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen und eine Luftmasche dazwischen. Also hier ein Stäbchen in das erste Stäbchen, ein Stäbchen häkeln. Jetzt eine Luftmasche. In das nächste Stäbchen ein Stäbchen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. In das nächste Stäbchen ein Stäbchen, Stäbchen, eine Luftmasche. Und so häkeln wir, bis wir alle 10 Stäbchen gehäkelt haben und dazwischen eine Luftmasche. So schaut es aus. Jetzt häkeln wir 5 Luftmaschen. Und jetzt wiederholen wir das Ganze mit den Büschelmaschen. Hier in den Bogen steche ich ein. Das erste Mal, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste. Alle Schlingen durch.
1, 2, 3. Und jetzt wiederholen wir die zweite Büschelmasche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schön zusammenziehen. Und jetzt hier am Ende der Runde steche ich hier, wo die Luftmaschen sind, steche ich ein, hier auf der Seite und häkle ein Stäbchen. Und dann beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier genau das gleiche. Also wieder 2 Büschelmaschen, also hier am Anfang bleibt es immer gleich, also immer die beiden Büschelmaschen und 3 Luftmaschen dazwischen. So, jetzt häkle ich 5 Luftmaschen, also eine haben wir schon. Jetzt weitere 4. Jetzt häkeln wir hier in die Luftmasche, hier steche ich ein und häkle eine feste Masche. Also Faden holen, eine feste Masche häkeln. Jetzt häkle ich 1, 2, 3 Luftmaschen. Hier in die nächste einstechen, Faden holen, eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen. Hier einstechen, Faden holen, eine feste Masche. Und so häkeln wir dann weiter 3 Luftmaschen und in jede Luftmasche in der Vorrunde häkle ich eine feste Masche. 1, 2, 3. Hier einstechen, hier zwischen eine feste Masche. 1, 2, 3. Eine feste Masche. So schaut es dann aus. So, hier habe ich die letzte feste Masche gehäkelt zwischen den beiden Stäbchen. Und jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Und hier wieder beide Büschelmaschen in den Bogen. So, und am Ende der Runde hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, dann wende ich das Ganze, also 3 Luftmaschen, einmal wenden, dann häkle ich wieder die Büschelmaschen, 3 Luftmaschen und die zweite Büschelmasche. Also wie gesagt, der Anfang ist immer gleich. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und beenden hier mit dem Stäbchen. Also hier, wo wir hier unten häkeln. Das ist immer gleich. So, und das häkeln wir jetzt selbstständig. Also ich habe die zweite Büschelmasche gehäkelt und jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt mache ich hier auf der Seite Folgendes. Wir haben hier diese kleinen Bögen. Da steche ich in den ersten Bogen steche ich ein und häkle eine feste Masche. Also Faden holen, 2 Schlingen durch beide Schlingen durch. 3 Luftmaschen. In den nächsten Bogen einstechen, eine feste Masche häkeln. Und das wiederholen wir 1, 2, 3. In den nächsten Bogen einstechen, eine feste Masche. Und so häkeln wir weiter. So schaut es aus. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bögen gehäkelt. So, in den letzten Bogen habe ich hier auch eine feste Masche gehäkelt. Jetzt häkle ich 5 Luftmaschen und häkle hier wiederum 2 Büschelmaschen und ein Stäbchen hier in die letzte Masche. Und dann beginne ich die nächste Runde wieder mit, oder Reihe mit den Büschelmaschen.
Also ich habe die Reihe beendet und jetzt hier wieder angefangen. Also ich habe 1, 2, 3, 4, die 5. Büschelmasche. So, und jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und hier wiederhole ich das Ganze. Also in den ersten Bogen häkle ich eine feste Masche. 3 Luftmaschen, in den nächsten Bogen eine feste Masche. 3 Luftmaschen und so weiter. Eine feste Masche. Und so häkle ich erstmal weiter. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bögen gehäkelt. Da muss ich noch den 6. häkeln. 1, 2, 3. Und jetzt häkle ich 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und hier nochmal das gleiche mit dem Rand aus 2 Büschelmaschen. Also hier habe ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bögen gehäkelt. So, also ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und jetzt wieder angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, die 6. Runde. Hier habe ich 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Diese 4 Luftmaschen lassen wir jetzt so, wie die sind. Also wir häkeln jetzt mit 4 Luftmaschen hier zwischen weiter und häkle dann hier wiederum in den ersten Bogen eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine feste Masche. So, und auf diese Weise häkeln wir dann weiter, wie gesagt, hier den Bogen, 4 Luftmaschen zwischen diesen beiden Elementen, zwischen hier und hier immer 4 Luftmaschen. Und dann häkeln wir 3 Luftmaschen in feste Masche, bis sich die Anzahl der Bögen weiter reduziert. Also wir haben in der Vorrunde 6 Bögen gehäkelt, jetzt müssten das 5 sein. Also 1, 2, 3, da muss ich dann nachzählen, wie viel es werden, mache ich gleich. Genau, das sind jetzt in der Runde 5 Bögen. In der nächsten Runde haben wir dann 4, 3, 2 und 1. Und hier wiederum 4 Luftmaschen und den Rand häkeln. Und auf diese Weise häkeln wir dann einfach weiter. So schaut es bis jetzt aus. Also ich habe jetzt so weit gehäkelt, bis ich hier in der Mitte bloß nur einen Bogen habe. Da sind bei mir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 solche Reihen. In der 11. Reihe habe ich hier den Rand gehäkelt, 4 Luftmaschen. Jetzt in den mittleren Bogen häkle ich eine feste Masche. 4 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich genauso wie bis jetzt den Rand. So schaut es jetzt aus. Jetzt häkle ich wieder den Rand. So, die zweite Büschelmasche habe ich gehäkelt. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Und auf der Seite häkle ich auch einmal die Büschelmasche hier in den Bogen. Und so schaut das Ganze jetzt aus. So, wir häkeln jetzt noch die abschließende 13. Reihe praktisch. Wenn wir die zählen, das ist die 13. Reihe. Wir haben davor diesen Bogen gehäkelt. Jetzt habe ich folgendes, jetzt habe ich beide Büschelmaschen gehäkelt. Hier eine Luftmasche, schön alles zusammenziehen. Jetzt häkeln wir hier in den Bogen eine Büschelmasche. So, eine durch alle durch und eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir ganz normal den Rand. Auch wiederum die beiden Büschelmaschen und ein Stäbchen. Und so schaut die abschließende Reihe dann aus. Und jetzt häkeln wir hier
den Rand. Und das ist bei uns so, dass wir hier unseren Ausschnitt oben haben und hier, das ist der untere Rand. So, jetzt beginnen wir hier die Seiten zu häkeln. Ich häkle jetzt 2 Luftmaschen. Und in diese Querreihen häkeln wir jeweils 3 halbe Stäbchen. Also hier haben wir 2 Luftmaschen, ein Umschlag, einstechen, Faden holen, 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. Nochmal Umschlag, Faden holen, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Also in den ersten Bogen häkle ich 2 Stäbchen, man kann noch ein drittes Stäbchen dazu häkeln. So, und jetzt häkeln wir pro Querreihe jeweils 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und hier auch 1, 2, 3 und so häkeln wir, bis wir hier am Rand ankommen, und zwar die letzten 2 Randmaschen, die lassen wir aus. Bis dahin häkeln wir jetzt pro Quermasche 3 halbe Stäbchen. Also ich habe jetzt insgesamt 33 Stäbchen gehäkelt und hier diese 2 Luftmaschen. Jetzt machen wir Folgendes: Wir häkeln jetzt diese 33 Stäbchen in Reihen weiter. 2 Luftmaschen, ich wende das Ganze und häkle jetzt also in jedes Stäbchen der Vorrunde häkle ich jeweils ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen. Also in jede Masche einstechen und ein halbes Stäbchen häkeln. Jetzt häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So schaut es aus. Am Ende der Runde, der Reihe, häkle ich hier zwischen den beiden letzten Maschen. Hier steche ich nochmal ein und da häkle ich nochmal ein halbes Stäbchen. Und in der nächsten Reihe beginne ich genauso wieder mit 2 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle wieder hier das erste Stäbchen und dann weitere Stäbchen. Und so häkeln wir in Reihen dann einfach weiter. So schaut es aus. Also ich habe jetzt eine Seite gehäkelt, so schaut es aus, und auf der anderen Seite gehen wir genauso vor. Also ich nehme mir hier diese Quermaschen, da steche ich ein, hole den Faden, so, und häkle die erste Luftmasche und dann noch eine Luftmasche und häkle hier pro Querreihe häkle ich 3 halbe Stäbchen. So, und die nächste Querreihe 3 halbe Stäbchen und so weiter. Und so häkeln wir dann weiter pro Querreihe 3 halbe Stäbchen. So, am Ende der Reihe lasse ich die 2 aus und häkle hier dann erstmal 2 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier das erste halbe Stäbchen, dann das nächste Stäbchen und so weiter. Und dann häkle ich einfach weitere Reihen in halben Stäbchen. Das schaut dann genauso aus wie auf der Seite. Dann einfach weitere Reihen häkeln. So, also ich habe jetzt beide Seiten fertig gehäkelt. Ich habe insgesamt 35 Reihen gehäkelt. Die Breite von eurem Top könnt ihr natürlich individuell anpassen. Man kann mehr oder weniger Reihen häkeln. Jetzt häkeln wir hier oben noch diese Schnürung. So, eine Seite habe ich bereits gehäkelt, so schaut es aus. Und jetzt häkeln wir die zweite Seite.
So, ich nehme mir den Faden, steche hier oben ein, hole den Faden und häkle jetzt 3 Luftmaschen. So, jetzt häkeln wir eigentlich das gleiche, wie wir hier gehäkelt haben. Also Umschlag, Faden holen, lang ziehen, einmal, zweimal, 3, 4, 5, 6. Durch alle Schlingen durch. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann nochmal hier einstechen, noch eine Büschelmasche häkeln. Das erste Mal, das zweite, 3, 4, 5, 6. Durch alle Schlingen durch. 1, 2, 3 Luftmaschen. Jetzt wende ich das Ganze und jetzt wiederholen wir. Häkeln wir genauso 2 Büschelmaschen. So, durch alle Schlingen durch, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt die zweite Büschelmasche. Durch alle Schlingen durch. Die erste Luftmasche, die zweite und die dritte. Jetzt wende ich und wiederhole das Ganze. Und dann häkle ich, also ich habe für meine Größe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 solche Büschel rein praktisch gehäkelt. Und anschließend häkeln wir diese Schnürung noch. Das zeige ich euch sofort. Also hier habe ich die Luftmaschen und dann häkle ich halbe Stäbchen. Das erste halbe Stäbchen, das zweite halbe Stäbchen und das dritte Stäbchen häkle ich hier. Man kann hier, wo diese Masche ist, wo wir die Luftmaschen gehäkelt haben, da steche ich ein und häkle noch ein halbes Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt häkle ich ein Stäbchen hier in der Mitte. So, da steche ich jetzt nicht ein, sondern hier in der Mitte häkle ein halbes Stäbchen. Und jetzt hier zwischen steche ich ein, zwischen den letzten beiden Maschen und häkle noch ein halbes Stäbchen. 2 Luftmaschen, jetzt wende ich das Ganze, häkle ich dann hier vorne, steche ich ein, also hier, und häkle ein halbes Stäbchen. Und dann hier zwischen den beiden letzten Maschen häkle ich noch ein halbes Stäbchen. So, hier habe ich ein Stäbchen mehr gehäkelt, weil es am Anfang ist. Und ansonsten häkle ich eine Masche weniger. Also hier steche ich ein, hole den Faden, das erste halbe Stäbchen und dann hier zwischen den beiden Maschen. Und so schaut es dann aus. So habe ich das Ganze gehäkelt. Also die Linie kann man, wie gesagt, wiederum individuell anpassen. Ich kann jetzt die Linie gleich sagen. Also ich habe hier ungefähr 33 cm gehäkelt. Circa 30 bis 33 cm. So, wir vernähen jetzt am Rückenteil die beiden Teile zusammen. Man kann es entweder mit einer Nähnadel oder mit einer Häkelnadel machen. Also ich habe schon einen Teil vernäht. So schaut es aus. Und jetzt vernähen wir mit euch den Rest.
Und zwar, ich gehe immer, wir haben hier vorne diese 2 Schlingen und hier hinten, da stiche ich immer ein. Also dann habe ich 4 Schlingen auf der Nadel, hole den Faden und jetzt ziehe ich die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Also mit den Kettmaschen vernähen kann man das Ganze vernähen. Oder man vernäht es mit einer Nähnadel. Das kann man auch machen. Auf diese Art, also immer hier vorne 2 Schlingen und hier hinten 2 Schlingen, Faden holen und dann die linke durch die rechte Schlinge durch. Nicht so ganz fest die Kettmaschen häkeln, damit das Ganze sich nicht zusammenzieht. Genau, so schaut es aus. So schaut es dann auf der rechten Seite aus. So, dann nur noch Fädchen vernähen und dann sind wir mit dem Oberteil fertig. So, Fäden vernähen mache ich folgendermaßen. Ich nehme mir eine kleinere Nadel. Ich nehme dieses Ende, ziehe das Ganze irgendwo ein bisschen tiefer durch, dass wir vom Rand wegkommen. So, jetzt mache ich Folgendes. Man kann den Faden aufteilen in 2 Teile. So auftrennen. Jetzt nehme ich ein Teil und ziehe das wieder einmal irgendwo durch. Und jetzt mache ich einen Knoten. Und jetzt verstecke ich das noch ein paar Mal. So, man kann auch nochmal einen Knoten machen, damit das Ganze schön fest bleibt und dann den Rest einfach abschneiden. So, mache ich nochmal einen Knoten. Und jetzt kann man einfach abschneiden. Jetzt habe ich keine Schere zur Hand. Genau, und so schaut es aus. Wie gesagt, so schaut es dann auf der rechten Seite aus. Und dann sind wir soweit mit dem Oberteil fertig. So schaut es nochmal aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch gerne eure Kommentare oder eure Wünsche. Würde mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.